Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Helikon-Tex, das Raid-Shirt. Helikon-Tex hat kürzlich das Raid-Shirt herausgebracht und jetzt ist es auch endlich in den Shops verfügbar. Wir wollen es euch heute mal vorstellen. Was ist ein Raid-Shirt? Das geht schon zurück in die Vietnam-Zeit, würde ich sagen, auch wenn es erst so wirklich in Global War on Terror den Namen bekommen hat, aber man hat schon damals auch im Vietnamkrieg die BDU-Blusen ein bisschen modifiziert, die Taschen versetzt, um das einfach sinnvoller zu gestalten. Eine klassische BDU-Jacke oder eine Feldbluse, wie man hier bei der Bundeswehr auch sagt, hat ja 2 aufgesetzte Brusttaschen und dann hier unten nochmal 2 Taschen und das war's. Und genauso waren auch die Vietnam-Blusen und die Soldaten haben dann stellenweise die Taschen unten weggenommen, weil hier der Gürtel oder das Webbing gesessen hat und haben dann die Taschen von unten nach oben gesetzt und die Taschen von der Brust hier auf die Oberarme gesetzt, dann noch ein bisschen Klett drauf gesetzt. Das kam dann tatsächlich erst später im Global War on Terror, wo dann mit Patches viel gearbeitet worden ist und Infrarot Friend of Foe-Kennung für die Erkennung, die Klettstreifen drauf genäht und so Sachen. Das waren so diese typischen Raid-Mods, die man dann in dieser Zeit auch gesehen hat. Bei Helikon gab es auch schon länger das SFU Next Shirt, was jetzt leider Gottes abgekündigt ist. Das war so ein Hybrid. Das war vom Design her eine BDU-Jacke, wie man sie kennt, mit den 4 Taschen, aber on top noch die beiden Taschen auf den Oberarmen. Und das gibt es jetzt nur noch in den Shops in Restgrößen zu kaufen, aber dafür ist jetzt halt das Raid-Shirt gekommen. Beim Raid-Shirt hat man unserer Meinung nach so ziemlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Denn natürlich könnte man jetzt einfach hergehen und ein BDU-Shirt bauen, da unten die Taschen weglassen, oben Taschen hinmachen, auf die Arme Taschen machen, so wie es auch häufig gemacht wurde. Aber Helikon hat da noch ein paar Details mehr untergebracht, die wir euch heute mal zeigen wollen. Und dazu kommt auch noch, dass das Raid-Shirt in vielen coolen gedeckten Farben und auch in Tarnmustern wie Woodland und Rhodesian Brush und was weiß ich, was noch alles verfügbar ist. Also wirklich sehr, sehr cool, dass es hier auch in verschiedenen Tarnmustern, Retro-Tarnmustern das Ganze noch gibt. Beim Material hat sich Helikon hier für 50% Polyester und 49% Baumwolle entschieden. Dazu kommen 2% Elastan. Es ist auch noch Mesh verbaut worden. Das ist natürlich 100% Polyester. Aber im Großen und Ganzen ein sehr, sehr schöner Materialmix, der das Hemd sehr luftig und leicht macht und eben genauso, wie es bei einem BDU-Shirt sein soll. Wir fangen mal mit der Front an. Hier hat man sich dazu entschieden, ein durchgängiges Daisy Chain zu verwenden und darauf dann Canadian Slotted Buttons zu knöpfen. Also auch da wieder der Weg weg vom US-typischen Knopf, den man von den BDUs kennt, und Slotted Buttons, die tatsächlich nochmal deutlich robuster und länger halten und nicht nachgenäht werden müssen. Da wird das Ganze hier geknöpft und die Knöpfe sind natürlich auch so vorgesehen, dass sie nicht auf der Front zu sehen sind, sondern unter einer Abdeckleiste verdeckt. Das heißt, die ist hier in 2 Lagen. Habe dann hier die innere Lage, wo die Knopflöcher sitzen, und die äußere Lage, die das Ganze dann abdeckt. Das heißt, hier knöpfe ich rein und dann kann ich das Ganze schön abdecken. Oben habt ihr dann einen normalen Kragen, den kann man auch aufstellen. Da hätte ich mir tatsächlich einen Mandarinkragen gewünscht, aber das geht natürlich auch so ohne Probleme. Aber das wäre dann tatsächlich die Perfektion noch, wo ich jetzt sage, da könnte man noch dran meckern. Gut, dann gucken wir uns mal für weitere Details an die Bündchen. Die sind hier mit Klett ausgeführt. Auch hier hätte man Knöpfe natürlich nehmen können, aber ich finde tatsächlich, dass wenn man ein Klett hat und es schnell einstellt und das Ganze dann hochwickelt, brauche ich jetzt nicht unbedingt die Knöpfe für die Lautlosigkeit, weil das ist was man nicht ständig macht, sondern das macht man eigentlich einmal und dann kann man es genauso in den Schrank hängen. Hat Helikon hier mit Klett ausgeführt und auch hier wieder ein Feature, was normalerweise nicht bei den BDU-Jacken mit dabei ist. Gedoppeltes Material an den Ellbogen und hier nochmal mit einer Kletttasche, um mit Polstern und Einsätzen im Ellbogenbereich arbeiten zu können. Für die Belüftung hat Helikon hier im Unterarmbereich insgesamt pro Seite 6 Löcher gesetzt. Das heißt, die sind hier auch schön abgenäht. Das ist die Variante für die Belüftung. Finden wir für eine BDU genau richtig, weil
Da braucht man nicht mehr. Mesh ist schön und gut, gerade auch bei Softshelljacken oder sonstigen Jacken, aber natürlich auch empfindlicher, wenn man hier einen größeren Bereich hat. Und das macht das natürlich auch leichter, wenn hier kein Reißverschluss verwendet wird und natürlich auch reparatursicher. Dann können wir uns schon der Taschenkonfiguration widmen. Fangen wir mit den einfachen Taschen an. Das sind die Brusttaschen. Da habt ihr oben drüber jeweils einen Klettstreifen für Gattung, Armee, Namensschild, whatever. Könnt ihr hier hinpacken. Und dann habt ihr die eigentliche Tasche, die mit einer Flappe versehen ist. Die Tasche ist, wie ihr sehen könnt, gerade, also nicht angeschnitten, wie man das bei vielen Raid-Shirts kennt, und ist von oben zugänglich mit 2 Canadian Slotted Buttons. Die sind auch wieder unter einer Abdeckung. Auch da wieder, Knöpfe sind nicht exponiert. Und hier habe ich zusätzlich nochmal, und das finde ich immer ganz, ganz wichtig und kostet den Hersteller fast nichts vom Aufwand her, muss man ansonsten nachrüsten oder ich rüste das sonst immer nach, in der Tasche nochmal eine kleine Schlaufe, um Gegenstände in der Tasche sichern zu können mit Dummy-Cord. Die Tasche hat unten nochmal eine Ablauföse, rechts und links. Damit kann dann auch eindringendes Wasser schneller ablaufen. Gleiche Ausstattung auf der anderen Seite. Das sind die beiden Brusttaschen. Im unteren Bereich gibt es hier keine Taschen. Besonderheit aber, Innentaschen. Das findet man auch bei BDU-Jacken total selten. Finden wir ein sehr gelungenes Feature und vor allem auch hier wieder 2 verschiedene Taschen. Die auf der linken Seite ist nach vorne hin mit einem Zipper, innen Mesh. Das heißt, hier kann ich dann auch von der Seite zugreifen. Und die auf der rechten Seite, die ist von oben zugänglich. Das heißt, die ist Open Top, nicht verschließbar. Und da kann ich dann von oben Gegenstände einführen. In beiden Taschen ist nochmal jeweils eine kleine Schlaufe zum Anbringen von Dummy-Cord zum Sichern für Gegenstände. Und jetzt kommen wir zu den Ärmeltaschen und die sind tatsächlich richtig cool umgesetzt, meiner Meinung nach. Das Einzige, was ich hier vermisse, ist nochmal ein Klett hier im oberen Bereich. Könnte man drüber streiten, ob man das braucht oder nicht, aber sowas lässt sich auch ganz, ganz schnell entweder selber nachnähen oder ihr bringt es zur Schneiderin. Bei den Oberarmtaschen lässt man bei Helicon euch die Wahl, ob ihr mit Klett oder mit Knopf arbeitet. Ihr habt hier standardmäßig einen Canadian Slotted Button in der Mitte. Der wird dann hier auch, wie bei den anderen Taschen ebenfalls, von außen nicht sichtbar. Hier ist der eigentliche Knopf zur Nutzung. Könnt ihr hier aber auch mit Klett arbeiten. Das heißt, ihr habt hier rechts und links jeweils ein Klett. Und hier liefert euch Helicon direkt auch die passenden Abdeckungen mit, damit ihr das Ganze auch lautlos jederzeit öffnen könnt. Und so hättet ihr die Möglichkeit, auch an diese Taschen schnell ranzukommen mit Klett, je nachdem, wie ihr das am liebsten wollt. Die Tasche hier ist doppelt ausgelegt. Das heißt, ihr habt hier einen vorderen, kürzeren Bereich und eine Haupttasche. Die Haupttasche ist hinten dran. Da ist oben eine kleine Lasche zum Sichern von Gegenständen. Und hier kommt man dann in die eigentliche Tasche rein. Dazu sind auch Ablaufösen vorhanden. Das Schöne hier an dieser Tasche ist, die hat eine Umlegefalz. Bedeutet, ihr seht es hier an dieser Kante, wenn ich die Tasche verschließe, wird dieses Stück Stoff hier mit umgelegt und dadurch kann kein Staub, Dreck oder sonst irgendwas in die Tasche eindringen und somit ist der Inhalt komplett geschützt. Zusätzlich habt ihr auf der Front nochmal eine Tasche, die ist hier abgenäht. Bedeutet, ihr habt immer hier im Außenbereich einen Stift- oder Knicklichthalter von der Länge her, seht ihr ja schon. Und dann habt ihr einen breiten Bereich und den könnt ihr nochmals mit diesem Klettstreifen unterteilen, so dass ihr quasi 3 Einschübe hättet für Knicklichter, Stifte, ähnliche schmale Gegenstände. Oder ihr sagt, mir reicht dieser eine Einschub für meine Stifte. Ich nehme diesen Klett hier und packe den nach innen. Und dann habe ich hier nochmal eine 4 Finger breite Tasche, wo ich nochmal Gegenstände unterbringen kann. Die hat auch nochmal auf der Innenseite ein Stück Flauschklett vernäht horizontal und zwar in dieser Höhe. Genau hier sitzt der Flauschklett. Bedeutet, hier könnte man auch zum Beispiel als Organisation so einen kleinen Loophalter hinmachen mit Schlaufen, um dann innen die Stifte nochmal zu organisieren. Also man könnte natürlich anstelle dieser einfachen Klettlösung hier
4 Stifte nebeneinander mit so einer Loop-Halterung hier innen fixieren. Also das wäre auch tatsächlich machbar. Also wirklich eine super geniale Tasche von der Aufteilung her. Da ist an alles gedacht worden. Und gerade bei den Oberarmtaschen finden wir das sehr, sehr cool. Zum Schluss noch zur Referenz. Ich trage normalerweise zwischen XL und XXL. Bei Helicon muss man ja immer schauen, da sind die Sachen immer unterschiedlich groß. Unserer Erfahrung nach habe ich in letzter Zeit immer XXL, also 2XL bei den Jacken und Oberteilen genommen und das habe ich auch hier getan. Ich bin momentan 1,80 Meter groß und habe 100 Kilo auf der Waage und das 2XL ist so, dass es luftig und locker sitzt. Ich könnte da auch noch Lagen drunter tragen. Also ist jetzt nicht eng anliegend und der Schnitt ist auch gerade und weit, so wie man sich das auch bei einer BDU-Jacke wünscht. Was soll ich sagen? Helicon ist einfach preis-leistungstechnisch total weit vorne und auch was die Ausstattung dieses Shirts hier angeht und besonders hervorzuheben die verfügbaren Tarnmuster. Wer also ein Fan von irgendwelchen Oldschool-Tarnmustern wie Woodland oder Night Desert Camo ist, der kommt hier voll auf seine Kosten, aber auch natürlich gedeckte Farben, wie hier zu sehen, RAL 7013 wäre kein Problem. Natürlich auch klassisch Oliv, Schwarz, Coyote, alles was es so am Markt gibt, hat Helicon da für euch und ist definitiv eine Empfehlung wert. Immer dann, wenn man kein Combat-Shirt tragen will und was Bequemes braucht für den Field-Einsatz mit Chestrig und Co. Bekommt ihr zum Beispiel beim Camo Store, hier blenden wir euch mal den Link dazu unten ein. Der hat eigentlich immer alles lagernd. Was sagt ihr zum Raid-Shirt? Habt ihr euch das vielleicht auch schon geholt? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.